Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du diesen Haarknoten ganz einfach für deine Amigurumi-Puppe häkeln kannst. Los geht's mit einem magischen Ring, in den du 6 feste Maschen häkelst. So, einmal einen magischen Ring anschlagen und dann 6 feste Maschen reinhäkeln. Du kannst natürlich eine Haarfarbe deiner Wahl nehmen. Auch die Stärke der Wolle ist nicht so entscheidend. Wichtig ist nur, dass du eine Häkelnadel nimmst, die etwas zu klein ist für deine Wolle. Und dann geht's los. Fadenring am Ende schön festziehen und dann in der zweiten Runde jede Masche verdoppeln, sodass du am Ende 12 feste Maschen hast. Also in jede feste Masche der Vorrunde häkelst du jetzt 2 feste Maschen, das Ganze 6 Mal. Und dann kommen wir natürlich auf 12 Maschen am Ende. In der nächsten Runde verdoppelst du dann nur noch jede zweite feste Masche, also immer eine feste Masche häkeln, dann 2 in die nächste feste Masche der Vorrunde, dann wieder eine feste Masche, dann wieder 2 in die nächste und das Ganze auch wieder 6 Mal, sodass du am Ende deiner Runde bei 18 festen Maschen landest. Du kannst den Haarknoten natürlich so groß oder klein machen, wie er dir gefällt. Das musst du am Kopf abmessen. Ich finde ihn hier noch ein bisschen klein, deswegen fahre ich noch fort mit Verdoppelung. Und dann wird in der nächsten Runde jede dritte Masche eine Verdoppelung eingefügt. Also immer 2 feste Maschen, eine Verdoppelung. Wenn dir der Knoten dann immer noch nicht groß genug ist, dann machst du weiter mit einer Runde, in der du jede vierte Masche verdoppelst, jede fünfte, jede sechste, so viele Runden, wie du brauchst, damit dir die Größe deines Knotens gefällt. Für mich sind die 24 Maschen, die ich in dieser Runde erreiche, schon ausreichend. Dann kommt eine einfache Runde mit festen Maschen. Da ich hier 24 Maschen in meiner Runde habe, mache ich also 24 feste Maschen. Wenn du 30 hast, machst du 30 und so weiter. Also einfach eine einfache Runde. Dann häkelst du eine Runde mit 6 Abnahmen. Dazu häkelst du jede dritte und vierte Masche zusammen, und zwar auf unsichtbare Weise, indem du die Häkelnadel in die Vorderschlaufe der ersten, dann in die Vorderschlaufe der zweiten Masche einstichst, den Faden durch diese beiden Schlaufen durchholst und dann nochmal durch die beiden Schlaufen auf der Nadel durchholst. Gleich nochmal 2 einfache Maschen, vordere Schlaufe der ersten, dann vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchholen, Faden nochmal durchholen. Solltest du jetzt 30 Maschen deiner Runde haben, häkelst du auf diese Weise natürlich jede vierte und fünfte zusammen, bei 36 jede fünfte und sechste und so weiter. In der nächsten Runde häkelst du dann wieder 6 Abnahmen, also bei mir, ich habe ja noch 18 Maschen über, ist das dann jede zweite und dritte Masche, also immer eine feste Masche und dann eine Abnahme häkeln, sodass du dann am Ende 6 Maschen weniger hast, wie gesagt, und das sind bei mir 12 feste Maschen. Und du solltest jetzt mit den Abnahmen so lange auch fortfahren, bis du nur noch 12 Maschen in deiner Runde hast. Dann nehmen wir auch schon gleich wieder zu. Und zwar häkelst du eine Zunahme in jede zweite Masche, also immer eine feste Masche und dann 2 feste Maschen in die nächste, wieder eine feste, wieder eine Verdoppelung und das Ganze 6 Mal, sodass du am Ende wieder 18 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede dritte Masche, also immer 2 feste Masche häkeln, eine Verdoppelung, dann wieder 2 feste Maschen, eine Verdoppelung, das Ganze auch wieder 6 Mal, sodass du am Ende auf 24 Maschen in deiner Runde kommst. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede vierte feste Masche, also immer 3 feste Maschen häkeln, dann eine Verdoppelung arbeiten, dann wieder 3 feste Maschen und dann eine Verdoppelung, sodass du am Ende auf 30 feste Maschen in deiner Runde kommst. Und jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, wie groß du die Perücke für deinen Puppenkopf haben möchtest, beziehungsweise wie groß der Puppenkopf ist. Das misst du am besten direkt ab. Wenn der Umfang des Kopfes ungefähr bedeckt ist, so wie hier, dann heißt es, dass du ab jetzt gerade rein häkelst.
so wie ich das mache. Also jetzt kommen gerade rein, einfach feste Maschen, 30 Stück pro Runde. Und wenn deine Puppenperücke noch nicht groß genug ist, dann musst du natürlich noch weiter Zunahmen häkeln, und zwar immer 6 pro Runde. Also als nächstes jede 5., damit du auf 36 Maschen kommst, jede 6., damit du auf 42 Maschen kommst und so weiter. Dann häkelst du so lange gerade rein, bis die Puppenperücke bis zum Hals runterreicht, so wie du es hier siehst. Dann schneidest du den Faden so ab, dass ein langes Ende stehen bleibt und du ihn auf die vorgeführte Weise dazu benutzen kannst, die Puppenperücke am Kopf festzunähen. Also immer einmal in den Kopf und einmal in die Puppenperücke stechen. Dann wieder in den Kopf, wieder in die Perücke und so weiter, bis du einmal ganz rum bist. Wenn du dann am Ende angelangt bist, also du siehst hier die letzten Stiche. Übrigens, nebenbei bemerkt, habe ich 18 Runden insgesamt in meiner Puppenperücke, nur so als kleine Richtgröße. Und zurück zum Annähen, also wenn du unten angelangt bist, dann machst du einmal einen kleinen Knoten und versteckst den Faden einfach irgendwo im Kopf. Und dann kannst du ihn abschneiden. Und fertig ist der Haarknoten deiner Amigurumi-Puppe. Natürlich kannst du diesen nicht nur wie hier gezeigt in Blond häkeln, sondern auch in Brünett oder in jeder anderen Farbe. Und im nächsten Teil dieser Serie zeige ich dir, wie du die Augen aufstickst. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare, Likes und Shares und darauf, dass wir uns im nächsten Teil dieser Serie hier wiedersehen.